das neue Need for Speed erscheint am 5. November für die Konsolen und irgendwann im nächsten Jahr für den PC. Das ist doch eine gute Zeit, sich den vorherigen Teil mal anzuschauen. In Need for Speed Rivals spielt ihr entweder einen Raser oder einen Polizisten und fahrt bestimmte Events. Doch erstmal müssen wir uns durch das Tutorial quälen. Wenn wir endlich das vom Cop gesehen haben, müssen wir uns auch noch das anhören, was das Spiel zum Raser zu sagen hat. Dann befinden wir uns endlich in der Spielwelt. Diesmal keine Stadt, sondern eher eine ländliche Region mit vielen Bergen, mit Wüste, mit Wäldern und mit einer Strandumgebung. Besonders die verschneiten Gipfel wissen zu gefallen. Aber auch sonst ist das Spiel nicht gerade hässlich. Sehr schön sind auch die Sonnenreflexe über Bergen oder die Beleuchtung im Wald. Doch bevor wir überhaupt auf die Straße gelassen werden, müssen wir uns zunächst Aufgaben aussuchen. Diese Aufgaben, beim Racer auch Speedlist genannt, begleiten uns durch das Spiel. Wir sollen die Aufgaben erfüllen und dann zurück zum Versteck fahren. Unten rechts seht ihr neben dem Tacho eine Leiste, die den Zustand eures Wagens anzeigt. Ist diese Leiste leer, ist euer Wagen kaputt. Spielt ihr als Raser und werdet abgeschossen, dann verliert ihr all eure Speedpoints und euren Multiplikator. Als Cop behaltet ihr die Punkte, die ihr gesammelt habt. Als Raser fahrt ihr Rennen, entkommt der Polizei oder fahrt gegen KI-Fahrer, die sich auf den Straßen befinden. Als Polizist fangt ihr Raser, dabei teilweise unter Zeitdruck, teilweise mehrere, bevor ein Straßenrennen der Raser beendet ist und teilweise auch KI-Fahrer, die einfach über die Straße fahren. Außerdem gibt es noch Zeitrennen bei beiden. Erfüllt ihr die gestellten Aufgaben, schaltet ihr meistens ein Auto frei und ihr kommt in der Geschichte weiter. Naja, wenn man das unbedingt Geschichte nennen will. Im Prinzip sind die Raser und die Cops Rivalen und beide Seiten erzählen jeweils ihre Sicht. Viel zu erzählen gibt's da meines Erachtens nach nicht und die Storys machen auch im Prinzip keinen Unterschied. Die Autos steuern sich gut und es macht durchaus Spaß, mit einem Affenzahn über die Straßen und durch die Tunnel zu heizen. Als Cop könnt ihr euch einfach freigeschaltete Autos nehmen, als Raser müsst ihr sie mit Speedpoints bezahlen. Als Raser könnt ihr eure Wagen auch noch mit Tuning-Paketen aufmotzen, sodass bestimmte Bereiche verbessert werden. Und ihr könnt bei beiden Seiten sogenannte Verfolgungstechnologie einbauen. Aber ihr müsst die für jedes Auto neu kaufen. Unter Verfolgungstechnologie versteht man Waffen oder Power-Ups, die euch gegen die Polizei oder gegen die Raser helfen sollen, um zu entkommen bzw. um die Raser zu schnappen. Wer Hot Pursuit gespielt hat, weiß, wie das funktioniert. Generell klingt das ja schon nach einem recht soliden und guten Spiel, aber leider haben sich die Entwickler einige größere Schnitzer erlaubt. Es gibt keine Möglichkeit, aus der Spielwelt heraus beispielsweise zu Events zu springen oder ins Versteck. Easy Drive hilft euch zwar schnell, die Route in eure Minimap einzutragen, aber eine Beam-Funktion gibt es leider nicht. Vor allem als Raser ist es sehr ärgerlich, nach einer Serie von Rennen von einem Cop zerstört zu werden und so wiederholt eure Speedpoints zu verlieren. Aber leider versagt auch die KI manchmal glorreich. Die Fahrer sind immerhin so schlau, Abkürzungen nutzen zu wollen, allerdings schaffen sie es dann doch nicht ganz. Oftmals crashen sie in Wände oder ähnliches, hier allerdings versuchen die Feinde den Sprung, sind aber nicht schnell genug und schaffen es damit nicht. Dann werden sie zurückgesetzt und springen erneut, schaffen ihn aber wieder nicht. Das gleiche passiert mit mir. Ich werde zurückgesetzt mit einer Anfangsgeschwindigkeit und schaffe den Sprung nicht. Und was dabei herauskommt, ist dann das. Ich kann weder vor noch zurück, noch bremsen und irgendwie befinde ich mich im Nirgendwo, obwohl ich schon lange hätte zurückgesetzt sein müssen. Das Rennen kann ich damit vergessen. Insgesamt ist Rivals ein recht ansprechendes Rennspiel, was aber leider einige deutliche Mängel aufweist. Ein 30 FPS-Log gehört neben der teilweise miesen Physik und den miesen KI zu den technischen Mängeln. Spielerisch ergibt sich, dass die eigentliche Story sinnbefreit ist und kaum das Gefühl von Fortschritt erzeugt. Auch die Rennauswahl ist recht klein. Dennoch kann man durchaus mit dem Spiel Spaß haben. Es sieht oftmals gut aus, wenn es denn nicht gerade wegglitscht. Langzeitmotivation sehe ich im Mehrspielermodus, bei dem jeder in eurer Spielwelt mitfahren kann, aber das ist eher nichts für mich. Wenn ich das wollte, würde ich Need for Speed World weiterspielen. So bleibt es ein eher mittelmäßiges Rennspiel mit schwachem Spieldesign.
macht das mit Absicht. Informiert alle Einheiten.